Rund 130 Millionen Menschen sprechen Deutsch als Erst- oder Zweitsprache. Und bei so vielen Sprecher und Sprecherinnen ist es nicht verwunderlich, dass es auch manchmal zu Verständigungsschwierigkeiten kommt. Ganz einfach deshalb, weil sich in unterschiedlichen Regionen auch unterschiedliche Begriffe entwickelt haben. Und wenn wir uns mit unseren deutschen Freundinnen und Freunden unterhalten haben, ist es schon oft zu Verständigungsschwierigkeiten gekommen, weil wir Begriffe verwendet haben, die sie so gar nicht verwenden oder auch nicht kannten. Und 6 dieser Wörter werden wir euch heute erklären. Also bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Doppelt hält besser. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute sprechen wir über 6 Wörter, die unsere deutschen Freundinnen und Freunde immer wieder zum Lächeln bringen und die sie sogar ein bisschen komisch finden. Wir haben diese 6 Wörter ausgesucht, weil sie für uns persönlich schon ein Klassiker geworden sind, also typisch österreichisch für uns sind, weil wir damit immer wieder lustige Situationen mit unseren deutschen Freundinnen und Freunden erleben. Die Wörter, die wir uns jetzt anschauen werden, sind der Kasten, ausgesprochen Kosten, das Gewand, ausgesprochen Gwont, der Mistkübel, ausgesprochen Mistkübel oder Mistkübi, heuer, das Sackerl und das Semmerl. Was diese Wörter jetzt genau bedeuten und warum es mit diesen Wörtern zu Verständigungsschwierigkeiten kommt, das erklären wir euch jetzt. Los geht's! Nummer 1, der Kosten. Wir verwenden Kosten für ein Möbelstück, in dem wir Kleidung aufbewahren. Also ganz einfach ein Kleiderschrank. Aber das Wort Kleiderschrank verwenden wir im Mündlichen fast nie. Euch ist sicher aufgefallen, dass wir statt A, Kasten, ein O aussprechen, also Kosten. Das hat aber schon öfters zu Verwirrungen geführt, denn dann klingt Kosten, also der Kleiderschrank, wie die Kosten. Und das ist eine Summe Geld, die wir eben für eine Rechnung, für eine Autoreparatur und so weiter bezahlen müssen. Nummer 2, Gwont. Bleiben wir noch kurz beim Kleiderschrank, denn das, was wir im Kleiderschrank aufbewahren, das nennen wir nicht die Kleidung oder die Klamotten, sondern das Gwont. Der Grund, warum unsere deutschen Freundinnen und Freunde das lustig finden, ist, dass sie das Wort Gewand mit etwas anderem verbinden. Für sie ist ein Gewand ein Kleidungsstück, das man zu einem besonderen Anlass trägt. Zum Beispiel könnte eine geistliche Person ein Gewand tragen. Das Wort Gewand haben wir übrigens schon in einem anderen Video besprochen, in dem wir euch 5 Wörter erklären, die wir nie verwenden. Nummer 3, der Mistkübel oder Mistkübi. Das ist eigentlich ein selbsterklärendes Wort, denn es setzt sich aus Mist und Kübel zusammen, also Mistkübel. Und hier handelt es sich um einen regionalen Unterschied, denn unsere Freunde und Freundinnen aus Deutschland verwenden einfach ein ganz anderes Wort dafür, nämlich der Mülleimer. Und auch hier besteht es aus der Müll und der Eimer zusammen, der Mülleimer. Müll ist also einfach ein Synonym für Mist und Eimer ist einfach das gleiche wie der Kübel. Mist können wir übrigens auch in einem anderen Kontext verwenden, und zwar ist es ein Ausruf, wenn etwas schief gelaufen ist. Also zum Beispiel: Mist, ich habe mein Deutschbuch zu Hause vergessen. Nummer 4, heuer. Heuer ist ein Adverb und bedeutet dieses Jahr oder in diesem Jahr. Und genauso würden es wahrscheinlich Deutsche, vor allem Norddeutsche, sagen, denn typischerweise verwenden wir heuer im Süden von Deutschland und hier bei uns in Österreich.
Anstatt meine Schwester möchte dieses Jahr heiraten, würden wir sagen, meine Schwester möchte heuer heiraten. Nummer 5. Das Sackerl. Das Sackerl ist die Verkleinerungsform von der Sack und euch wird auffallen, wir sagen eben nicht der Sackerl, aber das Sackerl. Das hat den Grund, dass wenn wir im Deutschen ein Wort mit der Endung ERL, erl, verkleinern, dann bekommt es den Artikel das. Das Sackerl ist für uns etwas, das wir typischerweise zum Einkaufen verwenden. Zum Beispiel können wir Obst, Gemüse oder andere Lebensmittel in ein Sackerl geben. Und wenn wir auch sagen möchten, aus welchem Material das Sackerl ist, dann fügen wir einfach das Material hinzu. Also zum Beispiel ein Stoffsackerl. Das hier. Oder auch Plastiksackerl oder auch Einkaufssackerl. In Deutschland hört ihr dafür sicher oft die Tüte oder der Beutel. Nummer 6, das Semmerl. Hier haben wir es auch wieder mit einer Verkleinerungsform zu tun von dem Wort die Semmel. In Deutschland werdet ihr wahrscheinlich am häufigsten die Semmel oder das Brötchen hören. Das Brötchen ist übrigens auch eine Verkleinerungsform von das Brot. Hier wird die Endung CHEN, also chen, angehängt und auch hier gilt, wie bei den Wörtern mit ERL-Endung, dass auch die Wörter mit chen-Endung einen sächlichen Artikel bekommen. Ein Semmerl ist für uns ein ganz bestimmtes Brötchen, nämlich ein kleines, helles, rundes Brötchen, wohingegen in Deutschland das Wort das Brötchen oder die Semmel für alle Art kleiner gebackener Brötchen verwendet wird. So, das waren die 6 Wörter, die wir euch heute vorstellen wollten. Natürlich ist das eine kleine Auswahl an Wörtern, die für uns persönlich typisch österreichisch sind und die immer wieder für Verwirrungen oder lustige Momente sorgen. Wir persönlich finden den Einblick in die Unterschiede der deutschen Sprache sehr spannend und wir hoffen, dass ihr auch heute etwas mitnehmen könnt und lernen könnt. Abschließend ist es uns noch wichtig zu sagen, dass alle Varietäten des Deutschen wertvoll und wirklich sehr interessant sind und dass keine über der anderen steht. Wir würden euch auch bitten, wenn ihr Deutsch lernt, dass ihr diese Unterschiede immer mit viel Neugier und ohne Bewertung betrachtet. Apropos Neugier. Jetzt sind wir neugierig auf eure Erfahrungen mit der deutschen Sprache. Kanntet ihr die Wörter, die wir euch heute vorgestellt haben? Oder kennt ihr noch andere Wörter, die man bei euch nicht oder sehr häufig verwendet und in anderen Regionen gar nicht? Schreibt uns das gern unten in die Kommentare. So, und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Vielen Dank, dass ihr mit uns Deutsch lernt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch lernen doppelt so viel Spaß.